Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fragments of Him. Und wir befinden uns hier im Apartment von Sarah. Und sehen wir mal, was uns hier in dieser Box erwartet. Vermutlich. I'd packed loads of my old books. Nothing really related to uni, I just liked having them nearby. Also nach Wochen hat sie immer noch nicht alles ausgepackt, wie es scheint. So. I put candles out. I think I thought I'd need to do romantic lighting. I had arranged to see Will later in the week. I was really falling for him. Is it weird to tell you this? When I was born, someone from my mum's work gave me a toy bunny. I know it's silly, but it makes me happy. Ja, da hat sie noch ihren Stoffhasen, den ihr jemand von der Arbeit der Mutter gegeben hat. Und erinnert sie stark an die Vergangenheit. I hung up a tasseled cloth scarf that was my mum's. She's a bit of a hippie. Das ist der Schal von ihrer Mutter. So ein bisschen Hippie-Style. I kept on changing my mind. Ja, und offenbar ist sie sich nicht ganz sicher, wo sie diesen Schal hinplatzieren soll. It shouldn't have mattered so much, but I wanted the place to look nice. Und jetzt ist sie so gerade ein bisschen am Umdekorieren. I must have spent ages just shifting stuff around. Und findet einfach nicht die passenden Plätze für die jeweiligen Objekte. Und hier kann man ja offensichtlich, also sieht für mich so aus, als könnte man hier jetzt wählen, wo denn der Platz sein soll für diese Kerzenhalter. Und ja, hier oben passen sie doch eigentlich gut hin. The little choices are important. Ja, und irgendwie, was gibt's da? Ah ja. Eine schwierige Entscheidung. Aber nachdem wir nicht alles hier oben am Regal stehen haben wollen, probieren wir es mal hier. It didn't make any difference really, but I was happy when I was sure I'd got it right. I wanted to feel comfortable when Will came over. Mich würde jetzt natürlich sehr stark interessieren, ob sich das Spiel diese Platzierungen merkt, wenn wir den Raum verlassen und später vielleicht nochmal herkommen. Will and I, it felt like a Romeo and Juliet kind of thing, and just as likely to burn us both as to make us happy. But what a lovely way to burn. So, und da schläft sie. Also ich bin echt wirklich sehr gespannt, was am Ende passiert. Ob sich dann irgendwie, ich meine, es ist klar, es ist offensichtlich, zumindest das Spiel wirbt damit, dass man die Erfahrung nach dem Tod oder erlebt. Das heißt, Will müsste eigentlich gestorben sein beim Autounfall. Aber so wirklich fix ist das nicht. Also vielleicht lebt er sogar noch. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das noch ausgehen wird. Nach dem langen schwarzen Bildschirm. Hey, das kommt mir noch ein bisschen bekannt vor. Ah, okay. Das ist dieselbe Szene von einem vorherigen Abschnitt im Spiel.
Jetzt allerdings aus der Perspektive von Sarah. Vorhin haben wir ja die Granny. Hier hat sie es uns erzählt. Jetzt ist es Sarah. Mal sehen, wie sie es hier so gesehen hat. Sie sagt auf jeden Fall, dass das jetzt 4 Monate nach dem Kennenlernen von Will ist. I didn't say much in case I blurted out something wrong to his family. I kept on wanting to touch him. There was this really good chemistry with him. But with family around, it didn't seem right. Also die I got nice Familie hat sie ein bisschen davon abgehalten, ein bisschen intimer zu werden, also Händchen halten oder Berührungen, was ja auch ein bisschen verständlich ist. Ach ja, der ist ja schon fertig. So I probably should have worn something else. I felt quite self-conscious. Gut, sie macht sich ein bisschen Sorgen, ob sie das Richtige angezogen hat. That feeling I had wouldn't go away, that it was all going to end. Und der Ersteindruck ist natürlich der wichtigste. I felt like we had a chance. Und nach wie vor hat sie aber dieses Gefühl, dass es bald enden wird, die Beziehung mit Will. Also, ja. Sie hatte halt irgendwie so ein Gefühl. Und, wie wir wissen, hatte sie letztendlich recht. Denn Will hat sich ja für Harry entschieden, den er zumindest vorhatte zu heiraten. Ja, ich finde die Ladezeiten ein bisschen zu lange. Things were going well, but over the months I felt the relationship changing. Ja, ich weiß nicht, bilde ich mir das nur ein oder warum haben wir jetzt hier diese Filmbalken? Die hatten wir doch schon mal. Oder die sind doch sonst nicht hier, die Filmbalken, oder? We would listen to music as we fell asleep. Do you remember Enigma? Monks chanting and electronic stuff. We'd put that on a lot and just let ourselves drift off to the music. We listened to a lot of Portishead. Even now when I listen to them, I remember being back in that room, in his arms. Gut, da dürfte viel Zeit vergangen sein. Das hat man jetzt so eine Timelapse gesehen. Or whatever was on the TV. Hä? Da waren doch eben gerade noch... There was a transgender character on Coronation Street. We talked about that for a long time. I'm straight and hadn't really thought about my sexuality. It was just what I was. Will was just who he was too. Gut, sie haben offenbar über einen Transgender gesprochen, der sich in der Universität aufhält. Sie, also Sarah, hat sich nicht wirklich viele Gedanken darüber gemacht, weil sie ja ganz normal heterosexuell ist. But I loved Will so much. I just wanted him to be happy. I think we both could feel that an end was going to be inevitable. But we still were in love. We were in love, but lonely too. It felt like we were the only people in the world. Maybe I didn't mind Will getting closer to Harry because it felt like our own love was too much for two people. Will and me were studying English. Harry was on the course too. There was a spark between Will and Harry, that much was obvious. Gut, also Harry dürfte aus dem Englischkurs bekannt sein. I know that sounds weird, but I liked seeing Will happy, and Harry made him feel that way.
Und Harry dürfte ihn bereits dort schon sehr glücklich I'll gemacht never haben. forget that time. Seeing their Und friendship grow. ja, sie haben sich offenbar angefreundet und die Freundschaft wuchs immer mehr. Ja, und Sarah war eigentlich ganz glücklich, dass Will so happy ist. As the months went by, we went out less. We had a few friends that we'd go out for drinks with, and Harry, but Will and me spent most of our time together. Those memories will always be a warm place for me. It might seem odd to you, but it was my suggestion. I told Will to ask out Harry. I loved him. I knew it would make us all happy for Will to have Harry in his life. It was something he needed to do. I feel lucky. How many times in your life will you be sure you've helped a person find their true love? Gut, also offenbar. It was rough. For a long time, I wished that true love had been me. Also offenbar hat Sarah dazu beigetragen, dass Will mit Harry ausgegangen ist und sie dadurch ihre wahre Liebe entdeckt hatten. Und ja, Sarah hat sich sehr gefreut, also war glücklich, dass Will glücklich war, aber eigentlich wäre sie viel glücklicher gewesen, hätte sich Will, also wäre Will letztendlich doch bei Sarah geblieben. Ja, aber ja, was nicht geht, das geht nicht. Und das hat sie offenbar eingesehen, dass Will nicht so ganz den Geschmack einer Frau, Let me paint a ja, picture wie for soll ich you sagen? of the end. Ihr wisst, was ich meine. Will had been seeing both me and Harry at the same time for about 6 months. I can see you think that sounds weird, but it really wasn't. We were all open, safe, and honest about it. The picture. It was Ich in the bin mir basement of jetzt the nicht Royal Oak in ganz October. sicher, ob ich das We'd richtig still verstanden smoking habe, pubs aber back then, and the faint smell was always there. sie haben sich noch weitere 6 Monate zu dritt getroffen. Ist jetzt die Frage, hat sie damit gemeint, dass es eine Dreiecksbeziehung war? Also, das weiß ich jetzt, habe ich jetzt nicht so The ganz basement verstanden. was crowded with heavy oak furniture, with the wood grain sealed away under layers of old varnish. The chairs were covered with a tapestry weaving type of fabric that was worn away from years of use. I knew what I was going to say to Will. I had a friend before uni who was having boyfriend problems and asked me what love is. I told her that love was being able to tell a person that you never wanted to see them again. Hm. Even though it broke your heart to do it, you would tell them to leave you because it was right. Gut, also Sarah hat jetzt ein bisschen so erzählt über ihre Freundin, die Probleme mit ihrem Freund hatte und so ein bisschen um Rat gefragt hat. Unter anderem hat sie eben Sarah gefragt, was denn Liebe sei. Und Sarah meinte, naja, Liebe ist das, wenn du die Person, die du liebst, verlassen kannst, weil du weißt, dass es der Person dadurch besser geht. Also wie jetzt in dem Fall, wie Sarah gemacht hat. Sie hat quasi dazu beigetragen, dass Will Harry kennenlernt und hat damit eigentlich die Beziehung geopfert, obwohl sie natürlich Will liebt. I was Und das hat sie quite getan, happy damit with es the answer. ihm eben besser geht. Like love was something from a Shakespearean tragedy. Und das ist die Erklärung von Liebe. Zumindest für Sarah.
hadn't been in love when I said it. So, er muss noch irgendwo... Ah ja. Ein paar I Bilderchen. didn't expect to have to do it. I didn't expect to be right. Ah, okay, das erste Mal, dass man hier auch tatsächlich steuern kann, was man sagt. Ich meine, jetzt noch ein bisschen eintönig. Vielleicht gibt es da noch später mehrere Auswahlmöglichkeiten. We need to Sehen wir talk. mal. Oh, Ah ja, okay. Interessant. Jetzt sind wir so quasi nicht mehr in der Erzählung. This isn't right. you mean us? I feel like I'm getting in your way. You're not. This is good. Tja. Sure, but I don't know if it's good for you. I'd like to be the one making that choice. I'm happy with you. I love you, but this isn't about me. I love you too. I want to be with you. I know. But that doesn't mean you should be. Is this it? Can I do anything differently? No. You've not done anything wrong. I don't want this. Me either. So, also I love you. I love you too. das sieht jetzt sehr stark danach aus, als war es tatsächlich eine Dreiecksbeziehung zwischen Harry und Will und Sarah und Will. Und sie hat jetzt gerade hier Schluss gemacht. Aber nicht, I loved him so much. weil sie es nicht wollte, So sondern badly to let him go. sie wollte ihn nicht weiter verletzen und dachte oder denkt, dass es auf Zeit nicht I gut never für ihn forgot ist him. und für die Beziehung mit Harry. Deswegen hat sie jetzt einen Schlussstrich gezogen. Love doesn't just stop. It's not like a room you just walk out of. Our love, the warmth. Und sie wird ihn immer lieben. I've never loved Oder anyone sagt like that again. zumindest, sie hat niemals aufgehört, ihn zu lieben. Aber es war besser so für Harry. Also kann man sagen eigentlich, dass Harry auf beide Geschlechter stand. So war er bisexuell. Und hat sich dann offenbar für das männliche Geschlecht entschieden. Und ich kann zwar nicht jetzt erkennen, wer das hier vor mir ist. Es scheint mir aber Sarah zu sein mit einer neuen Frisur. Und die Silhouetten dahinter könnten Will und Harry sein. Aber das werden wir erst beim nächsten Mal herausfinden. Denn hier, Leute, muss ich leider einen Cut machen. Aber ihr könnt gerne beim nächsten Mal dabei sein. Ich würde mich sehr freuen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns. Tschüss.